Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Tutorial hier zu FreeCAD. Hier möchte ich zeigen, wie man ein Ohrpolster für einen Kopfhörer druckt bzw. konstruiert, und hinterher möchte ich das auch drucken. Gedruckt werden soll das aus einem weichen Filament. Ich weiß nicht, ob das TPU ist, das hieß damals weiches PLA, als ich das gekauft habe. Ich glaube, ich habe weißes davon, und das ich habe den Kopfhörer ausgemessen und das werden wir jetzt konstruieren. Und damit starte ich dann einmal. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten, und dann legen wir mal los. Der Kopfhörer, das ist ein Kopfhörer von Logitech, der ist schon ein paar Jährchen alt, ist nicht meiner, ist der von meiner Frau, und der hat so ovale Kopfhörermuscheln, und da ist ganz einfach dieser Schaumstoff mittlerweile völlig aufgelöst und hat sich abgelöst vom Kopfhörer, und da soll jetzt was konstruiert werden. Und zwar sind das ovale Muscheln, und da fangen wir jetzt einfach an. Ich mache das in der Aufsicht, das heißt, wir machen erstmal eine neue Datei, dann einen neuen Körper, und den können wir ruhig mal nennen Muschel. Und diese Muschel, die kann man links und rechts gleich benutzen, also die brauchen wir nicht zweimal zu konstruieren. Und dann machen wir eine neue Zeichnung, und zwar auf der XY-Ebene, und das wird eine Ellipse eben mit den Maßen, wie es der Kopfhörer vorgibt. Und da haben wir die Zeichnung. Das heißt, hier eine wichtige Sache, wenn man so eine Ellipse zeichnet, durch Angabe von Mittelpunkt, Hauptradius und Punkt, müssen wir schauen, ich glaube, das ist der richtige. Wir machen das hier ruhig zentrisch, und dann wichtig ist, dass man die Ellipse von Anfang an so konstruiert, wie man das haben möchte. Man kann also später nicht mehr dann hergehen und kann sagen, okay, die ist jetzt so und ich will sie jetzt so haben. Das geht später dann, wenn man es parametrisch machen möchte, nicht mehr. Deswegen machen wir das direkt so, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt haben wir hier diesen Punkt. Man sieht jetzt diese Ellipse. Die kann immer noch so gedreht werden. Das möchte ich aber nicht. Also gehen wir einfach her, selektieren das hier und machen das Ganze vertikal. Und dann ist die Ellipse schon mal in der Richtung eingeschränkt. Dann können wir diese Linie hier einfach antippen, bemaßen, und das gibt ein Maß von 46 mm. Man sieht jetzt schon, jetzt kann man hier das Maß nicht mehr nach unten ziehen, nur noch bis zu 46 und nicht drunter. Das meinte ich gerade mit, dass man von vornherein sich da klar sein muss, wie man es konstruiert. Und dann selektieren wir diese Linie hier, der geben wir auch ein Maß, und zwar, das sind 56 mm. So soll also der Kopfhörer, die Muschel, außen aussehen, und die kriegt jetzt eine gewisse Höhe. Und was wir später damit machen, das machen wir ganz am Ende. Da muss noch ein Loch rein, wo der Schall dann durch kann. Aber wir machen jetzt erstmal hier raus eine Aufpolsterung. Und da muss man sich jetzt überlegen, 10 mm können wir erstmal so lassen. Machen wir ruhig die 10 mm. Und dann bekommt der Kopfhörer hier genau in die Mitte ein Kreiselement, wie eine Kugel, die auch dann einen gewissen Durchmesser hat. Das möchte ich am liebsten mit einem Rotationskörper machen. Das heißt, wir können das erstmal hier beenden, und da möchte ich hier jetzt was drauf konstruieren. Und zwar die Funktion, die wir da brauchen, nennt sich Drehteil, und das Drehteil wird auch genau zentrisch hier drauf, also passt das. So, ich gehe jetzt hierher und erzeuge eine neue Zeichnung, und dann möchte ich hier aber festlegen, auf welcher auf welcher Ebene wir das machen. Und zwar, dann nehme ich jetzt die XZ-Ebene, die selektieren wir einmal hier,
Und dann kann ich hier eine neue Zeichnung drauf machen. Und die lassen wir hier oben da starten. Und dann gibt das eben diesen Kreisbogen hier. Das Ganze kann ich als Kreisbogen konstruieren. Ich kann es aber auch als ein Spline konstruieren. Ich brauche ja nur die Hälfte davon. Und bin ich noch nicht ganz sicher, was wir machen. Also, ich würde sagen, wir machen es mit dem Kreis. Ich selektiere hier, erzeuge einen Kreis. Ich wechsle das mal gerade hier von der Ansicht um, so dass wir alles sehen. Und dann zeigen wir hier einen Kreis rein. Der liegt auf der Linie hier. Und dann gibt es hier unten eine Linie dran, die von da nach da läuft. Und dann haben wir nochmal eine Linie, die von da nach da läuft. So, müssen wir gerade schauen, ob wir das hier hingekriegt haben. Ja, das sieht gut aus. Also erstmal, der liegt bitte da drauf. Also, den verbinden wir. Und das Maß hier zu dem, das wären die 10. Jetzt können wir das Maß hier bestimmen. Und zwar, das ist die Hälfte dieser, diese Kugel hat einen Durchmesser von 35 mm. Also wird dieses Maß hier 35 durch 2. Da haben wir 17,5. Und jetzt haben wir noch das Maß hier, das zu dieser Linie, und das sind 5 mm. So, das wäre jetzt diese Kugel, die da, die ist vielleicht ein bisschen zu groß, das ist aber nicht schlimm, weil da muss ja das vom Kopfhörer reinpassen. Wenn das ein bisschen zu groß ist, das spielt keine Rolle. Also hier die Höhe, die 5 mm. Also das können wir jetzt nehmen. Und dann wird jetzt einfach hier mit dieser Funktion weggeschnitten, was weg kann. Das reichte jetzt schon. Jetzt habe ich das hier und kann daraus einen Rotationskörper machen. Wir machen erstmal die Achsen wieder unsichtbar. Und dann können wir hier, ich gucke mal nach, ob der, ja, das geht Gott sei Dank wieder. Ich mache euch hier mal die Tastenbefehle an, damit ihr seht, was ich jetzt in Zukunft was ich drücke. Okay, so, der hatte letztlich in Linux, lief der nicht mehr, jetzt kam ein neues Update, jetzt geht der wieder. Freude über Freude. Und dann machen wir hier ein Drehteil. Und da brauche ich gar nichts anzugeben, das ist sofort auf der richtigen Ebene. Also wird die richtige Linie benutzt. Wir können einfach sagen, okay, und dann ist das Teil da drauf. So, jetzt können wir das noch verschönen. Einmal, das ist ja oben hier, da möchte ich gerne eine Verrundung haben. Und zwar mit 5 mm. So zum Beispiel. Obwohl das ist nicht ganz, ne, 5 mm ist zu viel. Da machen wir mal 2 mm. Und das ist auch Unfug, was ich da gemacht habe. Und zwar, da gehen wir einmal hier raus. Die Revolution weg. Und zwar, das wird ja hier, das muss hier ausgesägt werden, also rausgetrennt. Also gehen wir in die seitliche Ansicht. Ich nehme den Sketch nochmal. Dieses Maß hier, das kommt weg. Jetzt kann ich den hier nach unten ziehen und er muss dahin. Der muss da rausgetrennt werden. Also der muss darauf liegen und dann wird das nicht ein Drehteil, sondern das Ganze heißt dann Nutsch und dann wird das da so ausgetrennt. Also das liegt ja auf dem Kopfhörer auf. Dann können wir jetzt hier das auch besser machen. Das heißt, dann kann das wirklich 5 mm werden und dann brauchen wir jetzt nur noch die Öffnung für den Kopfhörer selber zu machen.
Ich meine, ich hätte mir das irgendwo notiert, habe ich aber nicht. Das heißt, ich nehme mal gerade den Kopfhörer und messe das Loch, was wir da brauchen. Das wären so 17 mm. Wir können auch 20 nehmen. Das heißt, einfach hier auf diese Ebene, da kommt eine Zeichnung und die ist auch zentrisch. Ein Kreis, den bemaßen wir mit dieser Funktion hier. Der nimmt jetzt den Durchmesser und den können wir jetzt 20 mm machen und dann können wir das einfach als Tasche da reinmachen und die Tasche soll aber durchgehend sein und deshalb sagen wir hier einfach durch alles. So, jetzt sieht man hier, wie das aussieht. Und jetzt kann man hier noch ein bisschen das feiner machen. Das heißt, das hier, das wird auch gerundet. Da können wir auch eine kleine Rundung dran machen. So zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da eine Rundung dran kriegen. Rundung. Jo, das sieht auch gut aus. Da möchte er jetzt beide haben, warum auch immer. Gucken. Rundung. Jo, das sieht ganz vernünftig aus. So, und dann wäre auch schon der Polster fertig. Ich würde den im Prinzip so drucken auf der Seite. Okay, dann würde ich sagen, ich packe das mal in Cura. Das heißt, wir können hier einmal das noch abschließen und das soll jetzt so halt gesliced werden. Das heißt, ich speichere das mal gerade erstmal ab. So, da haben wir hier auf FreeCAD, da kommt ein neues Verzeichnis rein. Ich glaube, das ging hier. Ja. So, 2023 06, ich glaube 11 haben wir. Strich und Muschel. Und dann nennen wir das Ganze auch Muschel. Und dann können wir jetzt hier Steuerung E drücken, STL, und dann nimmt er Muschel als STL ins richtige Verzeichnis. So, dann starten wir Cura. Da starte ich die Version 4.13.1. Wir öffnen eine Datei. So, dann wählen wir das Verzeichnis aus. Hier oben steht direkt das FreeCAD und da haben wir Muschel und dann können wir Muschel STL importieren. Und wie gesagt, so möchte ich das nicht drucken, deshalb drehen wir das Ganze einmal und zwar so rum. Gucken wir uns das von der Seite an, da liegt das unten auf. Hier außen diesen Überhang drucken, das ist überhaupt gar kein Thema. Und andersrum, hier wird es unschöner werden. Wobei, man kann sich auch überlegen, das hier unten zu drücken und das oben. Was kommt aufs Ohr? Das hier kommt aufs Ohr. Das ist das schon schöner, wenn das am Drucker liegt. Okay, machen wir es so. Dann steht er hier noch auf Vase. Das ist nicht korrekt. Dann nehmen wir die Low Quality. So, Discount Changes. Mal gucken. Special Modes ist nicht mehr an. Lass das mal gerade slicen. 51 Minuten braucht er da. Und da können wir aber mit der, das ist mit 60 Print Speed, da kann man vielleicht noch ein bisschen runtergehen, weil das wird ja mit weichem Filament gedruckt. Da habe ich festgestellt, mit
langsamen Geschwindigkeiten ist das schöner. Das muss man einfach ausprobieren. Das heißt, wenn man sich das jetzt im Preview anschaut, dann sieht man das hier. Wie gesagt, für dieses Ding hier brauche ich kein Brim oder ein Raft, weil das liegt kräftig auf. Und dann kann man sich das hier anschauen, wie das gedruckt wird. So, das ist relativ eine geringe Füllung. Ich gucke mal gerade nach. Was haben wir bei Füllung stehen? Infill 20%. Je weniger Infill man da macht, desto weicher wird auch der, oder besser kann man das zusammendrücken. Deswegen kann man hier locker auf 10% vielleicht sogar gehen und das Ganze nur mit 10% Füllung drucken. Eventuell dann ein anderes Muster nehmen. So, das ist Cubic und da würde ich jetzt vorschlagen Geroid. Gucken wir uns das mal an. Ich würde sagen, das nehmen wir. So, 10%, da machen wir wieder ein bisschen mehr beim Infill. Da machen wir mal 15%. So sieht das dann aus. Und das können wir jetzt so drucken lassen und dann zweimal drucken. Und ich hoffe, dann wird meine Frau sich freuen, dass sie die Kopfhörer wieder nutzen kann. Okay, noch einmal, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne sehen. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!